Tief unter der Erde, verborgen unter Tonnen von Fels und Beton, liegt eine der letzten Reliktstätten des Dritten Reichs. Hier, wo einst geheim produziert werden sollte, herrscht heute eine unheimliche Stille. Kein Wind, kein Laut, nur stickige, schwere Luft. Jeder Schritt führt uns tiefer in eine Welt, in der Geschichte greifbar wird und die Gefahr unsichtbar ist. Denn was man hier nicht sieht, kann tödlich sein. Sauerstoffmangel, steigende Kohlenstoffdioxidwerte, der unsichtbare Tod lauert überall. Wir zeigen euch, wie sich die Natur diese Anlage zurückgeholt hat und was bleibt, wenn der Mensch verschwindet. Eine Reise in die Dunkelheit, zwischen Relikten, Geschichte und Lebensgefahr. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, hier ist das Licht scheint schon an auf meinem Helm und wir sind jetzt hier gerade bereits unter Tage. Wir sind heute zusammen mit Christoph, Pascal, Melanie ist natürlich auch mit am Start und mit dem guten Stefan vom Kanal One Blind. Und wir wollen uns heute nochmal eine Untertageverlagerung anschauen, wo wir selbst jetzt auch schon mehrfach eine Befragung gemacht haben. Stefan war jetzt, glaube ich, einmal hier im begrenzten Bereich. Der wollte heute auf jeden Fall das nochmal für sich und für die Zuschauer halt entsprechend dokumentieren. Und wir wollen uns heute speziell nochmal auf die Jagd von Relikten machen, weil wir dafür heute einfach mehr Zeit haben. Also wir wollen uns ein bisschen mehr konzentrieren heute auf ja, eventuell Maschinen, die wir hier noch sehen, um das entsprechend zuordnen zu können. Aber auch so Kleinstrelikte, damit meine ich jetzt halt vielleicht so kleine Metallteile, die vielleicht auf irgendwas verweisen. Plaketten wären natürlich richtig toll, weil man da zum größten Teil halt ablesen kann, wann das Ganze produziert wurde. Und aber auch so Zeitungsartikel, weil wir häufig hier mal auf Reste von Zeitschriften gestoßen sind, von Zeitungen. Und aber auch ja, Munitionskisten und so weiter mit Aufdrucken hatten wir hier auch schon gefunden. Und das sind für uns heute so richtig interessante Relikte. Und die wollen wir heute einfach mal mehr dokumentieren, weil es meistens so ist, dass man solchen Anlagen einfach zu schnell dran vorbeiläuft. Und dafür haben wir heute die Zeit und das werden wir euch in diesem Video zeigen. Also bleibt dran. Also die ersten Relikte, die man hier natürlich wieder findet, sind die Isolatoren, die man natürlich in so einem Bergwerk auch brauchte, für den Strom weiterzuführen in die entsprechenden Strecken. Die sind zum Teil immer noch gut erhalten. Und ja, wir mussten jetzt erstmal wieder den Bremsberg runter. Wie gesagt, das habt ihr alles, sage ich mal, in den älteren Videos gesehen. Das werden wir euch auch nochmal entsprechend verlinken. Und ja, wir gehen jetzt erstmal weiter nach unten, bis wir jetzt, sage ich mal, auf der Ebene sind, wo wir jetzt weiter vorgehen können. So, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo sich jetzt hier ja, die erste Situation ja, darstellt, dass jetzt hier CO2 ist. Das müssen wir jetzt auch noch mal in dem Video kurz erwähnen, auch wenn ihr jetzt, sage ich mal, in den älteren Videos diese Information schon uns bekommen habt, aber ich meine jetzt auch für neue Zuschauer. In diesem System sammelt sich CO2. Das hat einfach was mit der Bewetterung zu tun, dass die natürlich in einem inaktiven Bergwerk nicht mehr vorhanden ist. Also eine natürliche Bewetterung reicht in dem Moment halt nicht aus, um diese CO2-Blasen halt rauszuholen, weil das, wie gesagt, ein bitumenhaltiges Gestein auch ist, auch wenn Bitumen jetzt nicht so ausgast, aber dadurch, dass auch Holz hier viel verrottet und so weiter und so fort und das halt nicht abziehen kann und das CO2 schwerer ist, sammelt sich das halt unten in diesem Becken, wo es halt tiefer geht. Und das ist jetzt ein Fall, wo dieser Stollen oder der Abschnitt dieses Stollens immer mal wieder mit CO2 sich sammelt. Also mal ist keiner, mal ist CO2. Im letzten, wo wir hier drin waren, war es bis hinten Anschlag kein CO2. Das werden wir heute einfach noch mal testen, auch für uns jetzt, um diese Bewetterungssituation auch mal darzustellen, weil das Wetter ja auch umschlägt in diesen Anlagen. Es kommt auf die Jahreszeit drauf an. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, ob da jetzt CO2 drin ist oder nicht. Hoffentlich. Ich vertraue einfach mal eurem Wort.
Gehst du vor? Gehst du nach? Ich bleib hier. Okay. Also wie gesagt, hier bin ich, das ist das Krasse, ne? Hier bin ich auch gewesen. Und wie gesagt, völlig unbefangen. Hier war doch der Abschnitt, wo wir unten rein sind. Und da war Also solange man jetzt hier sich nicht auf den Boden legt, ne? Solange man hier sich hinfällt und auf den Boden atmen muss. Jetzt machen wir wieder Feuerzeugtest. Jetzt machen wir mal einmal den Test hier mit Christoph. Einfach lapidar Feuerzeug. Da war es weg. Und das ist noch an. Und man sieht schon langsam, wie die Flamme schon so ein bisschen kleiner wird. Und schwupp, da reicht es nicht mehr. Bei mir gehen die Messgeräte auch direkt an, weil ich sie in der Hand habe. So, und umso weiter du da jetzt reingehst, Du gehst auch tiefer, ne? ja, genau. Das ist ja das, weil es ja schwerer ist. Das Gas ist schwerer und sammelt sich da unten. Das ist ja so, wenn du eins reinmarschierst, ohne irgendwas, wirkst du noch. Ja. Ja. So Eigentlich ist es ein gesehen. schöner Tod, ja. Schon, ja. Muss man aber nicht haben. Nee. Aber es ist gut, dass wir das heute noch mal wirklich so sehen. Diesen krassen Unterschied. Na gut, vielleicht war, als ich hier drin war, das Wetter vielleicht besser anders oder so, aber es ist halt erschreckend zu sehen. Und jetzt, wie gesagt, ne, ohne vernünftige Messgeräte, hier mit so einem großen Versandhändler-Messgerät für ein paar Euros, der überhaupt nichts gemacht hat, also nichts gepiept, gar nichts, so, ja, alles wunderbar, du gehst mal durch. Jetzt habt ihr gerade gesehen, was da abgeht. Ne? Also das war ja, das ist schon, also schon. Ja, es ist erschreckend. Nochmal ein weiteres Relikt. Solche Sachen, die wollen wir heute mal ein bisschen mehr dokumentieren. So eine Umlaufrolle hier, so eine kleine. Vermutlich von einem Schrägaufzug oder vielleicht sogar von einer Lore, je nachdem, wo es genau installiert gewesen ist. Die Holzleitern, die haben wir auch schon sehr oft gesehen, die sich hier auch noch halten. Genau, hier haben wir jetzt nochmal solche Umleckrollen, wo man praktisch diese Loren auch gezogen hat in den einzelnen Strecken. Und wenn wir jetzt hier einmal runtergehen, da hatte damals ein Kamerad von uns eine größere freigelegt. Das sieht man nämlich hier mal ganz schön. Also die werden auch nicht erst in den 60er Jahren hier installiert worden sein, sondern die wären auch schon länger hier im Einsatz. Da seht ihr das nochmal. Also richtig schöne alte Minentechnik. Genau, Christoph sagt es nochmal im Hintergrund. Damit wurden die Loren gezogen. Hier hat man die Seile entsprechend eingehakt. Das ist hier auch alles noch Holz. Das ist sehr schön, sowas zu sehen. Sieht man auch selten in diesen Minen. Und hier an der Seite ist auch noch ein bisschen modernere Technik, glaube ich, noch. Hier sind auch noch so ein paar Gewindestangen. Da. Und hier sieht man das. Dafür hat man jetzt diese Rolle jetzt gebraucht, sage ich jetzt mal. Diesen Schrägaufzug, der jetzt von hier unten die Loren mit dem Material hier hochzieht. Und hier ist noch ein entsprechender Sicherungskasten. So. Aber also man hat hier noch so Keramikfassungen auch. So. Das hat man leider schon besprüht, aber hier gibt es auch nichts mehr. Hier ging mal das Starkstromkabel rein.
So, hier sieht man nämlich jetzt auch noch mal das, von dem wir gerade hier eben gesprochen haben. Hier ist nämlich noch ein weiterer Lohnzug drunter. Hier an der Seite seht ihr noch die Begrenzung von der Strecke. Da sieht man nämlich, wie viel Material hier drauf gefallen ist. Und hier habt ihr noch wirklich die kompletten Lohn hier drin. Da die vernieteten Elemente, das ist eine. Und daneben, wo der Stein so an der Seite angelehnt ist, da ist die zweite. Guck mal, und hier ist er auch noch komplett gefüllt. Und hier an der Seite, wo diese Öse hier, diese Öffnung ist, da wurden die im Prinzip dann eingehangen und über diese Kettenbahn, die sich hier drin befindet, dann auch gezogen oder über diese Schrägaufzüge, je nachdem, konnte man die hier durch die Anlage halt bewegen. Sehr interessant. Das sind mehrere. Ne? Da hinten ist noch eine komplett verschüttet. Also hier an dem Streckenabschnitt haben sie auf jeden Fall einiges noch an Technik liegen gehabt. Aber ihr seht halt durch das Gestein, da ist natürlich jetzt auch viel kaputt gegangen. Ist ja sonst ziemlich robust. Aber die Zeit nehmen wir uns heute mal, das ein bisschen genauer zu zeigen. Ja, man hat hier das Material von der Seite bis hier vorne in diese, ja, sag's mal, Hauptförderstrecke gebracht. Und hier ist auch noch mal ein riesiger Haken, wo man höchstwahrscheinlich vielleicht auch die Loren umgestellt hat. Das kann durchaus auch sein. Vielleicht nicht nur über eine Weiche, sondern vielleicht auch darüber. Und hier unten seht ihr auch noch, hier sehen wir jetzt zum Beispiel mal zwei Gleise, also parallel. Ihr habt hier einmal das Gleis mit der Kette für die Kettenbahn dazwischen. Und dann hier auf der Seite. Und dann sieht man nämlich hier an der Stelle einmal diese Umlenkrolle, die wir vorhin schon einmal gesehen haben, die kleine hier. Da ist dieses Zwischenseil hier gespannt, das große für die Kettenbahn, das hier herzieht. Also sind hier zwei von diesen Gleisen parallel gelegt worden. Leeren Loren zurück, die vollen hin zur entsprechenden Station. Da ist noch viel Holz. Es gibt auf jeden Fall immer noch viel zu sehen, was man gar nicht damals so beim Durchlaufen festgestellt hat. Hier auch. Jetzt kommen wir in den Bereich der Kettenbahn. Und ihr seht auch nochmal diese kleinen Umlenkrollen hier. Riesige Antriebsräder. Die sollte höchstwahrscheinlich auch mal unter die Decke kommen. Also unter die Firste hier. Vielleicht ist das ja so ein Ersatzrad, sage ich jetzt mal. Ein Sockel. Hier diesen riesigen Berg Kette, ne? Das ist schon wirklich Wahnsinn. Jawohl, Alter. Schon der Ellbogen auf den Ball. So, Stefan ist durch. Wir sind jetzt an diesem Portal, was ihr schon kennt, wo es zur eigentlichen Untertageverlagerung geht. Also der Weg bis zu diesem Punkt ist halt entsprechend lang. Aber haben alle gut gemeistert.
Und jetzt kommen wir in den wichtigen Abschnitt heute für uns, wo wir einfach noch weitere Relikte uns anschauen wollen. Das wird jetzt nochmal richtig spannend und ich hoffe, es geht genauso weiter. So Leute, es geht jetzt los. Wir machen jetzt nochmal den Test. Ihr seht schon, er geht wieder nach unten. Ich muss jetzt schon wieder hochgehen. Ich darf nicht in die Hocke gehen. Also ich merke es auch sofort vom Kopf her. Echt? Merkst du, ne? Mhm. So, Christoph macht jetzt den Test eben. Kommst du da vorbei an der Kamera? Ja. So, und aus ist er. Und das ist so eine große Flamme. Tschick. Wir sind ungefähr 30 bis 40 Zentimeter über den Boden. Da geht die schon aus. Also hier auf den Boden setzen. Nee, kannst du nicht. Absolut No-Go. Ich war jetzt hier in der Hocke, um die Kamera aufzubauen. Ja, du setzt dich hin, willst eine Pause machen Ja. und dann schläfst du ein. Schläfst du ein. Hier haben wir jetzt gerade gestanden. Ja. Schon früher, guck mal. Fast Ja. einen Meter. Ja. Das ist meine Größe. Ich bin weg. Das ist wirklich Wahnsinn. Das sicherer, nehme ich an. Ja. Zack. Alter. Da gehst du keine 30 Meter mehr. Nee, das ist so krass heute, Da der ist es heute CO2-Wert. als ich es Ja. bisher gesehen habe. Also das geht heute schon richtig hoch hier. Krass. Ja, das kommt dann hoch, umso länger wir uns jetzt hier auch aufhalten. Ich nehme das ja noch hier hinzu. So, hier pegelt er sich. Ja. Und dann zeige ich dir dann eine Stelle, ja, wo ich meine, wo es noch viel problematischer ist, wie das hier, was ausgewiesen ist, wo du noch schneller dich rein verläufst. Ja, Christoph, die eine Strecke da, musst du gleich sehen. Da können wir nochmal den Test gleich machen, wie weit wir da reinkommen. Das wollten wir noch machen. Weißt du? Hier hinter. Ja. Ja. So, wir sind jetzt in dem zweiten Abschnitt. Wo wir nochmal den Test machen wollen mit Christoph und der Fackel. Befahrung nicht möglich, kein Sauerstoff. Steht auf dem Schild. 18, 18,3. Oh, Schon weg. Guck mal, wie weit oben. 17,3. Bam, Alter. Der zeigt aber da jetzt auch, ja, geht noch weiter runter. 15,1, 14,7. Todeszone. 14,6. Bleibt bei 14,6. Guck mal, der piept schon. Der ist hier schon oben. Guck mal den Wert hier. Ja, komm mal hoch. Schatz, den Wert. Was steht da? 19,1. Okay. 19,4, 19,5. Ja. Hier oben ist wieder okay. Das ist so wie eine Mauer. Ja, das ist eine unsichtbare Mauer. Wasser. Wie Wasser. Wahnsinn. Hier geht sogar teilweise, also habt ihr das gesehen gerade? 2 Meter weiter Todeszone. So, jetzt stell mal vor, das Schild würde da nicht. Das Ja, ist, genau, das steht das ist die wirklich. gefährlichere Stelle, weil die andere optisch schon so bekannt ist, wenn du jetzt hier Ja. von der UV zurückkommst und du gehst hier raus. Und das ist mir beinahe passiert. Ich gehe da rein, guck nur auf dieses Schild, genau. Und wenn das weg ist und du hast die Orientierung voll, dann läufst du hier rein. Und das ist die gefährlichere Strecke. Alter Schwede. Und dann bist du 20 Meter Feierabend. Ja, bist hier schneller weg. Wenn du normal Da atmest. steht 19%, 80, jetzt geht's runter, aber das ist ein bisschen Schon wieder. 17,4. Er piept schon. Also es ist hier wirklich so auf einer Höhe von 1,20 ungefähr. So, und jetzt jetzt kämpft geht's es. Kämpft. Hält sich noch Bums. 14, Und jetzt ist er aber ja schon weiter oben gegangen, Christoph. Hier Junge, ey. schon Also er, unter 15.
Genau, er pegelt sich irgendwas bei 14,5, 14,6 ein. Bei dir ist 20, ey, Wahnsinn. Hier oben jetzt. Ein Schritt von Christoph entfernt. So, wir haben jetzt heute nochmal die ganzen Tests gemacht. Ihr habt gesehen, das CO2 ist diesmal wirklich krasser unterwegs wie bei den letzten Befahrungen. Das zeigt halt einfach, wie sich das Wetter halt in dem Bergwerk ändert. Und jetzt sind wir in der UV, nachdem wir die Ziegelwand durchlaufen haben. Das sehen wir auch hier. Das ist jetzt wieder der Ausbau der UV. Das haben wir euch damals auch schon vollumfänglich gezeigt in dem Video. Und jetzt werden wir auf jeden Fall hier die ganzen Schuttberge noch mal erkunden und da noch mal gucken, ob man hier noch irgendwelche Relikte findet, die für uns relevant sind. So, jetzt kommen wir auch noch mal zu dem Platz, wo ich damals schon gewesen bin, wo hier so richtig viele Holzkisten noch sind. Ihr könnt hier die einzelnen Bretter erkennen. Und hier wollen wir jetzt eben noch mal schauen, was wir hier jetzt alles finden. Weil hier haben wir jetzt diese ganzen Kisten auch noch mal aus der Zeit. Hier werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher umschauen. So, hier haben wir jetzt schon mal diesen ersten Zeitungsartikel. Den ersten. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen auseinanderklamüsern können. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Es ist auf jeden Fall hier irgendein Bild zu erkennen. Das sind irgendwie so zwei Pferde. Und man sieht hier auf jeden Fall so altdeutsche Schrift hier. Kurt. Aber es kann aber auch aus dem Buch sein. Weil hier steht Seite 375. So, dann haben wir hier, ja, muss man ein bisschen diese Kameralampe jetzt hier wegnehmen. Vielleicht kann mir Christoph eben mal kurz helfen, dann kann ich mein Kopflicht wegmachen. Weil sonst habe ich die Kamera hier immer so drauf als Schatten. Wir haben hier nochmal eben was, ich kann das nämlich hier nicht ganz lesen, was das hier ist. Kannst du das erkennen? Balden und G, ist das auch ein G oder ist das ein C? Lignose. Lignose. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Wir versuchen es mal. Kannst du mal das ein bisschen so kippen, das Licht? Warte mal eben kurz. Ich versuche mal eben, wie man es am besten hält. Das ist immer ein bisschen schwierig. Warte mal. So, glaube ich. Guck mal. Foto einblenden. Ja, wir werden gleich auch noch mal ein Foto einblenden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann es einer von euch erkennen. Aber das heißt Berlin hier hinten. Das ist ein E. Berlin. Jo. Berlin. Berlin. Ja, und das haben wir hier. Das ist, steht nur AG. Hier oben ist übrigens auch noch der Rest von dem Stiefel. Könnt ihr hier erkennen. Hier. Das sind für die Schnürung von dem Stiefel. So, aber was steht hier? Kann man nicht so gut erkennen, da kommt nichts mehr weiter, ne? Nur hier oben. Das wird aber hier wieder so ein Aufdruck gewesen sein. Ja. Für Dynamit. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Das ist schon wirklich. Ich
glaube, hier oben steht wieder Berlin. Ja. Was steht hier? Schönbad. Das könnte. Schönberg. Oder Schönberg. Berlin, Schöneberg. Das kann sein, ne? Schöne. Das kann sein. Hier ist noch Am. Schönebeck. Schönebeck. Jo. Schönebeck. Schönebeck. Das ist auch noch so ein Aufdruck. Hier haben wir wieder ein Stück von diesem, von dem Buch. So. Hier steht eine Fahrt auf von Autor unbekannt, aber ihr seht auch hier alles altdeutsch. Also hier wird irgendeiner halt ein Buch mit runtergenommen haben. Weil hier steht ja auf jeden Fall Seite 375. Das wird halt ein komplettes Buch und keine Zeitschrift gewesen sein. Und das hier sind halt zwischendurch, ihr seht hier noch die Reste von diesem Stiefel. Hier hat man auch wirklich noch mit... So, ja genau, hier war noch einer. Hier sieht man auch, dass das ein sehr alter Stiefel ist. Weil diese Sohle, die wurden ja hier im Prinzip genagelt. Hier sind noch richtig Nägel drin. Wir können das hier vom Seitenprofil her erkennen. Das ist sehr, sehr alt. So, und hier haben wir den nächsten Fetzen. Den nehmen wir mal hier raus. Was wir da haben. So. Was ist das jetzt hier? Also man muss hier wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Guck mal, hier steht nämlich auch wieder vermutlich eine andere Firma, ne? Mittel, ja. Leider fehlen dann hier ein paar Sachen. 20 Pat R, es könnte Patron sein, oder? Ja, 20 Patronen. Kistennummer. Und das ist aber so ein Freifeld hier. Also hier hätte man wahrscheinlich handschriftlich reingeschrieben, welche Kiste das ist jetzt, welche Anzahl. Vor der Ausgabe oder Ja. beim Zusammenstellen, ne? Aber 20 Patronen, damit können ja auch rein jetzt Sprengpatronen oder sowas gemeint sein, oder? Oder das würde das eigentlich immer als Kapseln betitelt, ich weiß es nicht. Boah, schwer zu sagen jetzt, ne? Weil die Frage ist ja hier immer noch, ob dann auch teilweise Munition gelagert wurde aus irgendwelchen Gründen, aber was haben wir hier noch? So, na gut, das ist... Irgendwas mit 25 Kilo. Ja. CNIO. Schwierig, weil hier ist so ein Ast, aber vom Ast hier, vom Holz, genau hier in der Mitte. Schwierig, ne? Weil halt immer ein Stück fehlt an der Stelle. Vielleicht gibt hier vorne die Kiste noch mehr Aufschluss. Guck mal da. Oh jo, hier ist ja noch... Eieiei, guck mal, ja, hier sehen wir es doch mal richtig. 1927. Jetzt haben wir es doch alles hier. Ammonit. Ammonit, jo. Abteilung Schönebeck. Das ist doch das. Genau. AG Lignose, ne? Berlin. Ja. Lignose habe ich aber auch noch nie gehört. Hast du das schon mal gehört? Nee. Krass. Aber die Dinge haben wir das letzte Mal hier nicht gesehen. Die sind ja noch richtig gut erhalten, oder? Oh jo. Komplette Kärtchen. Komm mal rum. Tatsächlich. Also sie muss wahrscheinlich noch mal einer ein bisschen tiefer gegraben haben. Ja, hier sehen wir jetzt mal wirklich alles. Mitteldeutsche Sprengstoffwerke GmbH. Langelsee. Irgendwas, ich kann das hier nicht lesen, aber guck mal hier. Chloratid. Entschuldigung, ich bin hier kein Chemiker. Also hier sind jetzt viele Sachen noch zusätzlich freigegraben, Stefan. Ja. Kannst du ja auch mal hier hochkommen. Und hier ist jetzt auch eine Nummer hier reingekommen. Guck, hier, jetzt ist wieder die Kisten, 20 Patronen. Und die haben jetzt einen Aufdruck 61187. Krass. Karton Nummer 6. Ja. Perfekt. Guck mal, diesmal haben wir jetzt mal richtig... Das müssen wir gleichzeitig mal eben fotografieren. Deshalb mache ich an der Stelle mal einen kurzen Break. Um das jetzt hier nochmal zu unterstreichen, den Fund haben wir hier auch eine Abdeckung gefunden. Was hinweist, dass hier auch
entsprechende Kisten gelagert wurden. Man hat hier noch eine Metallabdeckung, also eine Metallkiste. Ziemlich leichtes Metall hier, ist nur so blechartig. Aber auch das wird hier unter diesen Schutthaufen wahrscheinlich noch en masse liegen. So ein paar von diesen Relikten sind hier auch noch ein bisschen zurückgelassen. Die hat man hier schon mal ausgegraben. Das haben wir gerade am Boden gefunden. Unverkäuflich, das ist hier Allersheimer, sagt Christoph gerade, so ein ortstypisches Bier, wo es auch die Brauerei nicht mehr gibt. Die hat zugemacht. Und hier sind auch noch mal Reste von Kisten. Ja, da wo auch wieder Sprengmittel drin gelagert gewesen ist. Und hier auch die Umverpackung von dem Ganzen. Und hier haben wir auch von einer Zigarettenschachtel. Ja? Ist das die? Dann wird das die sein. Gucken wir noch mal eben kurz. So Leute, wir sind jetzt gerade wieder an einer Ecke, die für uns mega spannend ist. Wir haben hier verschiedenste Zeitungsreste liegen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mit der Lampe hier irgendwie ein bisschen anders leuchte, weil ich habe meine Kamera hier immer drauf. Das ist ein bisschen blöd. So, ist glaube ich ein bisschen besser. Also wir haben hier Sudetenland stehen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt erkennen könnt. Und zwar dieser Ausdruck hier, das man üblicherweise im Dritten Reich verwendet hat für die Tschechoslowakei. Und dieser Teil wird von der Wochenschau sein. Der Ausdruck ist hier unten einmal zu finden. Und an der Seite lesen wir hier auch was in dem Abschnitt von Kreuzzügen, slawischen Stammgebiet und Böhmen-Mähren. Alles solche Hinweise. Auch hier Restdeutschland, Deutsche, irgendwas. Also man kann es ja nur noch rudimentär erkennen. Aber dieser Zeitungsartikel ist definitiv aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wir haben jetzt zwar keine Jahreszahl gefunden, aber vielleicht noch. Christoph hatte hier eben gesagt, er hat noch was. Ja, auch das ist wieder so, ne? Ja, das ist ganz, ganz schwierig hier. Plan, Gemeinschaften und Umstandsplan. Ja, schwierig. Das ist. Hier haben wir noch Nummer 23 stehen, aber ein Element, wo jetzt noch mal was mit einer Jahreszahl steht. Arbeitskräfte, Gewerbe, reichlich, Gesetze. Also Sie können leider nicht ganz genau identifizieren, um was es dann hier geht. Wobei, jetzt kann man das einmal aufklappen. Hier steht Punkt mit Befriedung, Gewerkschaftszentralen Länder. Öffentlichkeit, Klärung, 3. Mai 1900 und da sehe ich eine 5. Also ist dieser Artikel, hier genau, hier unten steht es auch, 1951, 7. Mai. Also dieser Artikel, dieser Zeitschriftartikel ist auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber interessant, dass da hier mehrere durcheinander sind. Mal gucken, soll ich das noch einmal hier um? So, guck mal, so geht's halt. Mit der Pinzette geht es, ne? Ja, aber hier, die sind einfach schon zu sehr, die fallen auseinander, da kannst du nichts mehr machen. Sehr, sehr schwer. Aber hier geht es um irgendwelche Gewerkschaftsgeschichten. Also unmittelbar, sage ich mal, nach dem Krieg, 51. Es ist ja alles noch nach Krieg immer noch. Da war viel im Umbruch. Und vermutlich hier, hier steht ja auch was mit Berg. Guck mal, Berg, Arbeit. Vielleicht ging es ja auch speziell jetzt hier um 100 Tage. Vielleicht hat sich da in dem Zeitraum auch was geändert, weil die waren ja hier bis in die 60er tätig, ne? Mhm. So, und jetzt ich glaube, Stefan hat da noch was gefunden. So, jetzt sind wir noch mal in dem Bereich, wo wir diesen einzigen Aufdruck von diesem Kloster Lechfeld gefunden haben. Diesen Blitz.
Hier seht ihr das nochmal. Wir haben da jetzt nochmal eine Detailaufnahme gemacht, um das mal durch Google Lens zu jagen, weil hier leider das eine Element oben drauf fehlt, um das zu komplettieren. Aber wir vermuten ganz stark, dass diese Kiste auch schon länger drin sein muss. Dieser Blitz und die einzelnen technischen Teile drumherum deuten halt darauf hin, dass es irgendeine elektrotechnische Firma gewesen ist. Und ja, ob das jetzt im Zuge des Zweiten Weltkriegs hier reingekommen ist oder später, lässt sich nicht klar sagen. Wir hatten, wie gesagt, in den alten Videos ein paar Kommentare dazu bekommen, da war man sich aber auch nicht sicher. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ansetzen, um diese Information nochmal zusammenzutragen, um das wirklich eindeutig zu verifizieren, woher diese Kiste stammt und was da drin gewesen ist. Vor allem, das können natürlich auch Sprengkapseln oder Zündmechanismen sein, die diese Firma hergestellt hat. Es kann aber auch halt irgendwelche technischen Komponenten sein, die man hier vielleicht schon gelagert hat, um die halt später zusammenzusetzen. Oder halt für Technik, die hier drin einfach verbaut wurde. Ne? Das kann vieles sein. Deshalb müsste man mal klar nachvollziehen, was diese Firma hier eventuell gemacht hat oder für was sie Zulieferer gewesen ist. Ja, auch hier haben wir zum Teil wieder alte Zeitschriftsreste. Altdeutsch, Überpartei, Hauptausgabe, amtliches Organ der... Unleserlich. Aber zum Teil dann auch wieder neuere Zeitungen, die ja noch dazwischen liegen. Wahrscheinlich wieder aus den 50ern oder 60ern. Auch hier wurde mal einiges an Resten zusammengesammelt. Stefan hat hier auch gerade noch wieder ein Stück von einer Sprengstoffkiste gefunden. Hier ist zum Beispiel noch so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Pickel ist oder Picke. Da, wo hier die Bergarbeiter irgendwie rein sind. Das könnte mit so ein Werkzeug gewesen sein. Und auch wieder einiges an Zeitungen. Aber das könnte jetzt auch schon wieder, ja, hier steht 51 hier oben. Das ist auch so später. Aber man sieht es dann direkt nach dem Krieg hier auch schon wieder, ja, Betrieb gewesen ist. Und man da weiter, ja, sich das Material hier rausgeholt hat. Also immer noch interessant gewesen ist. So Leute, wir sind jetzt nochmal in diesem Bereich, Christoph und ich, wir gucken uns das nochmal näher an, wo hier was verbrannt wurde. Also man sieht hier wirklich die großen Querbalken hier, diese Stämme, die man hier reingelegt hat, die ja als Abstützmaterial hier eigentlich gedient haben. Und man kann hier erkennen, dass die sehr lange gebrannt haben. Also die haben nicht mal eben geklimmt und dann war das Feuer aus. Das war schon sehr lange. Und Christoph hat auch gesagt, man hat hier scheinbar wirklich darauf geachtet, dass das hier restlos verbrannt wurde. Man hat hier nur diese Überreste von diesen Ledertaschen. Also entweder sind es wirklich Taschen gewesen mit Henkel, weil man hier noch so eine Art Henkel auch hat. Das kann aber auch von einer Schublade sein. Ach hier, guck mal Christoph, hier ist ein Stück von einer Art Hefter oder Ordner. Siehst du das? Hier, ja. Die Seite. Und wir gehen halt davon aus, dass hier im größeren Stil halt in dieser Ecke, weil nur hier gefackelt wurde, dass man hier Unterlagen verbrannt hat. So, und das sind noch Reste von einer Aktentasche oder so einer Architektenrolle, sage ich jetzt mal. Ich kenne jetzt den Begriff nicht ganz genau, wo man Unterlagen so eingerollt hat, gerade Pläne oder sowas. Und da finden wir hier überall die Reste. Das kann man noch erkennen. Aber hier unten sieht man auch, dass viel so poröses Holz ist. Das weist wieder darauf hin, dass es hier ein Regal gab. Weißt du, was das ist? Scheide. Nein, weißt du, was das ist? Oder bin ich jetzt doof? Ist das hier... Guck mal, weil dein Kabel... Aufgussschalter würde ich fast sagen. Ja? Weißt du, was ich jetzt gedacht hätte? Ja. Für so Sprenggeschichten. Ach so. Dass du das hochdrehst, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber, oder täusche ich mich da jetzt? Weißt du, dass du dann sprengen kannst? Weil hier dieses Kabel, nur so ein Klingeldraht. Und der ist ja nur hier dran. Ach so, auch aus Leder. Ja gut, aber wenn hier gesprengt wurde, dann würden wir hier wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Aber ihr könnt hier erkennen, hier sind so viele Sachen. Schloss.
Das ist ein Schloss. Moment, pass mal auf, dass du dich nicht verletzt. Ja, das ist ein Koffer oder sowas sogar noch. Kann das vielleicht auch sein, dass das ein kompletter Koffer war? Ja, das ist der Rahmen vom Koffer. Ja, und das ist das, was einklickt, ne? Stimmt, ja. Oh, Ja. das war woanders fest und dann klick. Ja, jetzt müsste man irgendwie herausfinden, wann sowas hergestellt wurde. Ne? Also es ist wirklich hier sehr mysteriös, das Ganze. Wir können uns da nicht helfen. Und alles, was ihr so an Holz, kleinen Holzresten seht, das ist von einem Regal. Das hat man halt hier irgendwie angezündet, warum auch immer. Es ist halt nur dieser Bereich hier vorne, wenn man jetzt hier reingeht von der Strecke, ist da hier, also es gibt keinen Grund, warum man das machen würde. Weil wenn es jetzt Jux und Dollerei ist von irgendwelchen Vandalen, die immer mal was anzünden, auch in Gruben oder, keine Ahnung, so sich Feuer stellen, sogar in Gruben machen, wirkt das halt nicht. Und das ist so, schwierig. Ich durfte nämlich jetzt auch mal Christians Indiana Jones Pinsel nehmen. Miller hat hier was gefunden, da steht noch irgendwas drauf. Ach, tatsächlich. Ach, guck mal. Margarine. Margarine. Oh, guck mal, jetzt hat schon wieder zu viele das ist gepinselt, schon, ne? das ist Margarine. wirklich nur, Ja. Hier, hier, guck mal, geht schon wieder ab. ja, Das ist zu nass. ja, das ist, Margarine. Hier ist MA. Also hier ist ein Stück vom M noch. Ja. Das A ist weg. Margarine. ja, ein Karton für Lebensmittel halt, ne? Und der wird ja auch schon. Boah. Ja. Ja. Das ist natürlich der Fund des Tages. Ne? Ein Margarine-Karton. Hast du gut gemacht, Alter. Mach die Kamera aus. So Leute, wir sind jetzt hier nochmal an der Stelle, wo wir damals in dem Video abgebrochen hatten. Da hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Kraft mehr gehabt. Das ist jetzt die Stelle zu dieser umgangssprachlich Apotheke oder Kaufmannsladen, was auch hier diesen ganzen Müll erklärt. Ja, das ihr seht, das ist aber kein aktueller Müll, den hier irgendjemand reingenommen hatte jetzt von aktuellen Befahrungen, sondern der lag wirklich da drin. Teilweise ist es auch Kinderspielzeug. Und wir versuchen uns einfach mal da hinten durchzukriechen und uns diesen Bereich mal anzugucken. Will einer von euch noch mitkommen? Ja. Okay. Mella, du bleibst hier? Dann lasse ich eben den Rucksack hier. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt hier eben durch. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Ich kriege mal so bäuchlings vor. Das ist schon wirklich wieder heftig hier. Diese Stelle. Okay. So. Junge. Christoph, ich bin durch. Ja, musst ein bisschen aufpassen. Das ist vom Geschirr und da könnt ihr Christoph sehen. Oh oh. Nee, hier müssen wir raus, Christoph. Müssen wir raus. Schon hier oben. Und hier geht's noch runter. Ja, hier geht weiter runter. So Leute, ihr seht es gerade live. Wir sind hier in einer Gefahrenzone. Da müssen wir ganz schnell wieder raus. Boah. Alter. Junge. Alles gut, Junge, komm jetzt. Jo, ich komme ja schon. Hier oben hört er ja schon wieder auf. Ich bin noch nicht mal ganz runtergegangen.
Geht wieder an. Wir hätten jetzt noch ein bisschen runtergehen müssen, Christoph, ne? Ich war nur hier oben. Der geht ja noch runter. Wie weit war das denn runtergegangen? Ich habe es jetzt noch gefilmt. Okay. Ja, knapp 2 Meter unten bist du erst auf der Strecke gewesen wärst. Hier an der Seite waren Sicherungskästen. Die waren auch komplett zugeschlammt. Und unten habe ich jetzt nur 5 Meter ungefähr vor mir Holzbalken und Müll übereinander gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts ging. Dann bin ich ja ganz schnell wieder rausgekrochen. Okay. Scheiße. Hatte Julia mal was davon erzählt? Nee. Okay. Interviewen. Alter, wenn wir jetzt alle schon drin gewesen wären, so schnell wärst du jetzt gar nicht durchgekommen. Das macht es halt gerade wieder gefährlich, Leute. So eine Passage, die ist so eng, wenn wir jetzt alle schon reingegangen wären. Also ich hatte jetzt da vorne jetzt gerade 18,5 und dann ging noch schneller runter. Hier vorne stand ich ja, du hast mich ja noch gesehen, ne? Ja. Und dann müsstest du noch runtergehen. Und da hinten ist ja eine Ziegelwand. Oh, Alter. Ja, können wir einen Haken dran machen jetzt erstmal. Weiß nicht, ob man das zum späteren Zeitpunkt nochmal befahren kann. Junge, 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 Junge. Siehst du, das ist es wieder. So, Freunde, an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, wir haben ja nur die Relikte hier nochmal aufgenommen im Einzelnen, weil die Anlage selbst haben wir ja schon vollumfänglich euch gezeigt. Da kann ich das gerne euch nochmal entsprechend verlinken. Schaut auf jeden Fall beim Stefan auf dem Kanal nochmal vorbei. Der wird das Ganze natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt haben. Und vielen Dank geht auch nochmal an Christoph raus, der uns heute auch wieder begleitet hat. Der sich hier auch auskennt, wie in seiner Westentasche. Und dann würde ich sagen, schaltet auf jeden Fall das nächste Video ein, was hier gezeigt wird. Schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare zu den einzelnen Relikten, die wir gefunden haben. Auch wo wir nochmal speziell Fragen zu hatten. Vielleicht ist ja wieder der ein oder andere dabei, der ja irgendwas einfach dazu sagen kann. Das ist immer hilfreich. Und ja, Abo und Däumchen nicht vergessen. Abo ist vollkommen kostenlos, zahlt ja nichts für. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.